Hallo ihr Lieben zusammen, wir gucken in die Neumondbotschaft rein. Ich benutze mal die Intuitionskarten von Martin Zoller, um vorab ein bisschen zu spüren, um was es geht fürs Kollektiv. Ach, wie genial, ne? Jetzt zeigt sich eine Phase, in der man das, was man verloren hat, da wo man Trauer verspürt hat, wo irgendein Thema war, das uns wieder mal gezeigt hat, alles hat seine Zeit, irgendwie ist auch alles begrenzt. Aus dieser Zeit dürfen wir rauskommen. Hier ist der Phönix am Ende, ne? Das heißt, man hat etwas lange genug betrauert, man hat einen Verlust erlebt und hier ist die Möglichkeit, sich aus der Asche hoch zu schwingen. Der Phönix zeigt ja auch an, dass man tatsächlich die Vergangenheit ruhen lassen kann, nicht zurückschauen braucht und sich zu erheben wieder ins wahre Leben rein, in die Zukunft. Das ist sehr, sehr gewinnbringend für die Neumondphase. Also etwas endgültig so stehen zu lassen und verarbeitet zu haben und sich wieder in die Energie zu bringen, in der man sich gut fühlt. So. Ja, hier ist es so, dass es vielleicht auch unterschwellige Botschaften sind, die man kriegt, also so vom Unterbewusstsein. Irgendwas zeigt sich, was noch im Nebel ist. Etwas Neues möchte entstehen. Hier mit den Blumen natürlich auch eine schöne Energie. Es bedarf noch ein bisschen Klärung und danach wird sich das offenbaren, was hier liegt, für uns bereit liegt, sage ich mal. Und es sieht so aus mit den Wolken hier, das ist hier ziemlich gut dargestellt. Wenn das Gewitter kommt, dann reinigt es nachher die Luft und alles wird viel klarer. Und man kann zurücklassen und hier hat man dann die Gelegenheit, sich ein neues Kapitel zu öffnen. Hier kann es sein, dass du überraschenderweise in eine Richtung geleitet wirst, die du nicht kennst, und zwar vom Außen, ne? Das sind die Dinge, die hat man nicht in der Hand, die kann man nicht kontrollieren. Und da liegt es so, dass sich nicht ganz zeigt, woher es kommt, aber es scheint als überraschend gute Energie bereit zu stehen. Und dir hier einen Neubeginn zu ermöglichen. Also es zeigt sich praktisch ein Neubeginn, der noch im Verborgenen liegt und der aus einer Richtung kommt, mit der man nicht rechnet. Hier darf man das Kreuz ablegen, ne? Das Kreuz verwandelt sich hier zu den Blumen. Etwas wird leichter, angenehmer. Etwas fühlt sich nicht mehr stagnierend oder belastend an. Und bei dem ganzen Prozess haben wir hier unten noch uns selbst und die Störche, ne? Die Störche stehen im Moment noch Kopf, ne? Die Veränderung ist nicht richtig greifbar, aber das wird sich hier klären. Wir haben den finanziellen Bereich noch ganz unten mit dran, also es kann durchaus sein, dass es hier um irgendeine ausgleichende Energie geht, bei der man eben Verluste verarbeitet. Das kann im persönlichen Bereich sein und hier unten am Kartendeck hatten wir noch das Thema Finanzen mit dabei. Ja, hier darf man so ein bisschen mehr auf das Innere wieder hören. Es kann sein, du hast lange auch deine Intuition oder deine Anbindung nicht gespürt oder gehört oder
deine Verbundenheit gehalten. Vielleicht auch die Verbindung zu sich selbst, die man so verliert, wenn man traurig ist, wenn man verloren hat, wenn man Verlusterfahrungen macht. Genial. Hier kommt die Karte Learn from Karma. Also ein Ausgleich, das hatte ich ja hier schon gesagt, die ausgleichende Gerechtigkeit. Vielleicht auch ein Prozess, wo man merkt und spürt, was bedeutet eigentlich Karma? Also man erntet, was man sät, oder es gibt Lektionen, die gehören zum Leben, sei es jetzt ein Verlust. Hier ist ein großer Prozess, deshalb sind wir auch unten dran selbst. Hier gibt es eine Lernaufgabe für dich. Die mag in jedem Leben anders aussehen. Hier darf man begreifen, dass etwas kommt, etwas geht und dass das alles immer wiederholend ist. Ne? Auch die Phasen irgendwie im Leben. Mal hat man Zeit zu trauern, mal hat man Zeit zum Feiern und am Ende hat ja die Trauer auch das runterdrückende Gefühl, da wo man sich nicht verbunden fühlt, da wo man nicht bei sich ist. Und es würde hier helfen, ein bisschen objektiver auf die Dinge zu gucken, einen Blickwinkel zu wechseln, auf jeden Fall. Vielleicht hier speziell auch einzusehen, dass etwas gehen muss, dass etwas Neues kommen kann, dass alle Prozesse auch überwindbar sind. Ne? Keine Phase dauert ewig. Hier kann auch sein, dass du eine spezielle Lektion erlernt hast hier im Leben. Ganz speziell, ne? Für dich sehr speziell, persönlich speziell. Das, was ich hier unbedingt auch noch sagen will, ist, dass zu dieser Lektion oder zu der Karte, wo man sagt, so lerne vom Karma, gilt es auch zu lernen, dass es Zeiten gibt, da sind Dinge unklar, da hat man nicht das ganze Wissen, das sich offenbart. Und da kommen immer noch Einflüsse von außen, die wir nicht berechnen können oder auch nicht kontrollieren. So, jetzt hätte ich aber gerne noch eine Karte, wenn sie denn heute nochmal springen will. So, haben wir gleich 2 gekriegt. Hier ist es so, wir haben diese Karte, male die Rosen rot. Man kann Fehler ausbügeln, sozusagen auch. Ne? Du hast ja rote Rosen pflanzen wollen und hast weiße gekriegt. Und jetzt gibt es halt Möglichkeiten, Fehler auszubügeln in dieser Situation auch. Vielleicht etwas auch bunter zu machen wieder. Und hier geht es speziell auch darum, für sich selber einzustehen. Ja? Hinzustehen, für sich einzustehen. Egal wie es auch ist oder was auch war, zu sagen, okay, ich bin bereit, ich stehe für mich ein. Ich übernehme Verantwortung, ja, für das, was ist und was war und wie ich jetzt auch weitergehe. Es kann schon sein, dass du hier so ein bisschen rumhaderst, was das Thema Verlust mit sich bringt. Ob es vielleicht mit einer gewissen Schuld einhergeht, ne? Dass man so denkt, oh, hätte ich dies und das anders gemacht, dann wäre das und das nicht passiert. Also mit einem großen Blick auf das, was man
sozusagen reflektieren nennt und auch dann Fehler in der Zukunft nicht zu wiederholen, könnte hier speziell ein Thema sein. Dazu stehen, dass etwas so war, wie es war. Puh, das ist echt spannend. Jetzt nehmen wir noch ein Krafttier und dann würde ich sagen, wir lassen das so stehen. Ja, klar. Sowas muss kommen. Bei so einer Legung, das nicht gekommen wäre, hätte es mich jetzt echt gewundert. Hier ist ein ganz tiefer Prozess, ne? Der für dich jetzt erlernt und auch beendet ist. Hier klebt irgendwas an meinem Ärmel. Und der mit sehr großer Erkenntnis irgendwie auch einhergeht. Also hier hat man viel gelernt, hier hat man was verstanden. Hier kann man jetzt aus den Fehlern der Vergangenheit vielleicht auch spezielle Fehler oder Situationen, in denen man denkt, man wäre mit dran schuld, für die Zukunft was Besseres machen. Und es ist jetzt wieder so genial, denn der Gaia sagt hier, dass ein altes Leiden ein Ende findet, so wie es die Intuitionskarten bereits vorangegeben haben. Ne? Und hier geht es um Bereinigung der Vergangenheit und um Hilfe von allen Ebenen. Fesselnde Verbindungen werden sich lösen, Altes wird abgegeben und neue Türen öffnen sich. Hier kriegt man auch so diese große Erkenntnis, dass eben die Zeit gekommen ist, alte Leiden zu erlösen, loszulassen, was nicht mit im Einklang deines Lebens ist oder deinem Plan, den du für dich hast. Und auch das zu spüren, was unehrlich oder nicht authentisch ist. Wieder an die Emotionen ranzukommen. Das können hier irgendwelche Schwüre sein, irgendwelche Versprechen, Muster oder Verhaltensweisen, die man sich irgendwann mal geschaffen hat, weil es zu der Zeit einfach gepasst hat, aber jetzt passt es nicht mehr. Und jetzt darf man es so stehen lassen und auch schwere Belastungen kann man hinter sich lassen und das wird hier sehr deutlich angezeigt. Klasse Legung, wirklich. Man hat hier die Erlaubnis zur Wandlung und Auflösung und man hat auch die Kraft dazu. Es kann hier sein, das habe ich hier schon gesagt, es kommt auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen. Ne? Das ist nicht in unserem Spektrum irgendwie drin im Kopf. Hier darf man auch das abgeben, um zu sagen, okay, ich bin offen auch für Wege, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ja, es geht darum, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Glück und die Dinge wieder in Angriff zu nehmen, bei denen man lange auch stagniert hat oder wo man auch zu bequem war, etwas zu verändern. Wunderbar, ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Neumondphase. Ich drücke euch. Bis bald.